Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Mein Name ist Elmar Friedrichs und ich bin bei Jola für das Marketing zuständig. Die Firma Jola Spezialschalter ist jetzt 70 Jahre alt. Aus diesem Grund treffen wir uns gerade bei uns im Hof zu einer kleinen Zusammenkunft. Und wir gehen jetzt auch mal dorthin. In diesem Jahr konnten wir eine ganz besondere Tradition feiern, und zwar den 70. Nicht seinen, denn er hat seinen nicht gefeiert oder nicht groß, sondern den von Jola Spezialschalter. Also genau vor 2 Tagen wurde der Vertrag unterschrieben, mit dem Jola Spezialschalter gegründet wurde. Und da die Unterschriften geleistet haben mein Großvater und meine Großmutter. Und wir sind ja im Grunde noch die Tuchfabrik hier, wenn man so will. Allein die Gebäude anzugucken, wenn man dann noch sieht, was in seinen Schränken alles steht, war er auch sehr überrascht. Denn wir haben vor einem guten Jahr angefangen, das Jubiläum vorzubereiten und haben mal erste Schränke aufgemacht, erste Räume aufgeräumt und haben unglaublich viele Sachen gefunden, die mein Vater noch nicht mal kannte. Das Schöne ist, wir haben uns jetzt in dem Jahr eigentlich konzentriert auf die Geschichte von Jola und haben jetzt eine Geschichte, die wir dann auch erzählen können. Denn bisher war es eigentlich so, dass mein Vater der Einzige war, der das noch wusste. Und immer wenn wir Besucher hatten, habe ich meinen Vater eingeladen, kannst du die mal rumführen? Und ich dachte, na, das kannst du in 20 Jahren aber nicht mehr so bringen. Irgendwann, hat er keine Lust mehr. Und dann dachte ich, naja, komm, aber in 20 Jahren wollen wir ja dann trotzdem noch von der Firmengeschichte erzählen können. Und nun zur Premiere des Videos Die Geburt von Jola. Hallo und herzlich willkommen zu Inside Jola. Sie sehen hier einen Mantel, den haben wir den Jungbuschmantel genannt. Wer sich da auskennt, wird sagen, nicht so tolles Viertel, aber als Student gab es eben nur billige Wohnungen. Aber ich dachte, das ist heute mal ein Anlass, es ist kalt, außerdem ist dieser Mantel 50 Jahre alt und ist noch echtes Loden von Gebrüder Haas. Also das ist ein sehr, sehr dicker Stoff, der sehr gut warm hält. Man sieht, nachhaltig wurde hier produziert. Gebrüder Haas, Jola, das ging in der Familie von Hand zu Hand. Wenn wir Gebrüder Haas dazu zählen, leben wir heute in der 5. Generation Unternehmerfamilie. Zählen wir nur Jola in der 3. Ganz interessant, die erste Generation meines Vaters und meiner Mutter haben nur noch wenige hier, die hier anwesend sind, live erlebt. Mir sind nur 3 noch eingefallen, also im Arbeitsleben. Die 2. Generation, repräsentiert durch meinen Bruder, der leider sehr früh verstorben ist, und durch mich, ist Rückzug, hat den Führungsstab übergeben an die 3. Generation. Und so leben wir heute im Zeitalter der 3. Familiengeneration. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass es so gekommen ist. Mir macht es natürlich Spaß zu sehen, wie die Firma weiter sich entwickelt und wie alles gut vorangeht. Die soeben zu Ende gegangene Feier draußen im Hof war der krönende Abschluss eines sehr schönen Jubiläumsjahres für Jola. Ein besonderer Höhepunkt dieses Jahres war die Eröffnung des Jola-Seums, in dem wir uns gerade befinden. Hier wurden 70 Jahre Firmengeschichte lebendig gemacht und zusammengetragen, angefangen mit den ersten Schaltern direkt hier neben mir in dem Vitrinenschrank. Bei den Vorbereitungen für das Jola-Seum und die Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir uns zunächst natürlich die Produkte vorgenommen, haben sie technisch
und marktlich nachvollzogen, ab dem ersten Werbeblättchen bis hin zum aktuellen Katalog. Und dann haben wir uns angeguckt, wie hier gearbeitet wurde und wie hier gearbeitet wird. Hatten etliche ehemalige Mitarbeiter zu Besuch, so auch den Mitarbeiter Nummer 1, heute 98 Jahre alt. Und in diesen Gesprächen mit den ehemaligen und auch mit aktuellen Mitarbeitern bekamen wir sehr viel davon erzählt, wie in den 50er, 60er, 70er Jahren gearbeitet wurde anfangs und wie sich das Ganze in einem ständigen Fluss befand und sich immer weiterentwickelt hat bis heute und sich heute natürlich auch weiterentwickelt. Und im Jubiläumsjahr hatten wir uns dann eben 4 Jola-Persönlichkeiten herausgenommen, deren Leben wir nochmal nachvollzogen haben. Und das waren meine Großeltern, Karl und Lieselotte Mattil, die im Dezember 1952 das Unternehmen Jola Spezialschalter gegründet haben. Dann mein Onkel Dieter Mattil, der es groß gemacht hat, zusammen mit seinem Vater. Und schließlich Josef Lambrecht, den Elektromeister der Tuchfabrik, der die ersten nach ihm benannten Jola-Geräte erfunden hat und ohne den das alles auch nicht möglich gewesen wäre. Höhepunkt des Jahres war die Jubiläumsfeier im Sommer draußen im Firmenhof. Es waren viele Mitarbeiter da, viele ehemalige Mitarbeiter, viele Vertriebspartner und viele andere Personen aus dem Umkreis von Jola. Es war ein schönes Fest. Wir haben gut gefeiert. Es ging bis tief in die Nacht hinein. So viel zu unserem 70. Jubiläum im Jahr 2022. Wenn Sie mehr über Jola erfahren wollen, besuchen Sie einfach unsere Internetseite, schauen Sie bei den sozialen Medien vorbei oder einfach hier auf YouTube. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Inside Jola, immer neu am ersten Montag des Monats. Und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und egal, ob Sie Planer, Einkäufer oder der Fachmann vor Ort sind, oder ob du Schüler, Azubi oder Student bist oder einfach nur Interesse an Technik hast, für Fragen stehen meine Kollegen und ich jederzeit gerne zur Verfügung. Bis bald!